Was ist eine spirituelle Krise? Das Erste, was einem dazu in den Kopf kommt, ist vielleicht eine Unentschlossenheit, mit welcher Religion man sich identifiziert, oder dass man plötzlich den Glauben an Gott verliert. Aber die tatsächliche Erfahrung einer spirituellen Krise kann auch komplett anders aussehen. Ich hatte vor einigen Jahren selbst eine spirituelle Krise, bei der es weder um Religion noch um Gott ging. Und ich hoffe, dass ich irgendjemandem mit diesem Video bei der eigenen Erfahrung unterstützen kann. Ich gehe darauf ein, welche Zeichen auf eine spirituelle Krise deuten, welche Auslöser es geben kann und wie man am besten damit umgeht. Ein Zeichen kann sein, dass man den Sinn im eigenen Leben verliert. Also so, wie man normalerweise seine Zeit verbringt, fühlt es sich plötzlich komplett sinnlos an und man fühlt sich sehr leer und fragt sich, was denn eigentlich der Zweck des eigenen Lebens sein soll. Und dann stellt man sich vielleicht auch sehr existenzielle Fragen, wie die Bedeutung vom Tod oder was der eigene Platz im Universum sein soll und welchen Sinn die eigene Existenz überhaupt hat. Und dann kann ein innerer Konflikt entstehen durch diese plötzliche Veränderung, weil man sich eben mit Themen beschäftigt, die so komplett neu für einen selbst sind und die eigenen Gedanken sind irgendwie so anders als sonst, dass man sich richtig wie ein anderer Mensch fühlt. Und man wünscht sich eigentlich, dass alles einfach wieder so wird wie vor der Krise oder vor dieser großen Ungewissheit. Und mit dieser großen persönlichen Veränderung kommen auch emotionale Turbulenzen, weil eine große Unsicherheit besteht, was da überhaupt gerade genau passiert. Und man kann Angst bekommen, dass es mit der Zeit immer schlimmer wird oder zumindest, dass es nie wieder besser wird. Man fragt sich vielleicht, was überhaupt nach so einer Krise kommen soll, und es kann sich eine große Hoffnungslosigkeit verbreiten. Es kann passieren, dass man in einer spirituellen Krise fast schon depressiv gestimmt ist und man sehr wenig Lebensfreude und auch wenig Energie verspürt. Und es herrscht oft eine große Verwirrung darüber, was man da gerade überhaupt für eine Erfahrung macht und was das für einen Sinn haben soll. Und ein Zeichen für eine spirituelle Krise ist oft eine soziale Isolation. Man hat das Gefühl, dass niemand einen ansatzweise versteht, was man da gerade überhaupt durchmacht und ist auch gar nicht daran interessiert, womit sich andere Menschen so beschäftigen. Man hat also von selbst das Bedürfnis, viel alleine zu sein und die Erfahrung auch für sich zu verarbeiten. In einer spirituellen Krise kann sich das eigene Bewusstsein ändern, sodass man die Realität anders wahrnimmt und alles wie so einen mystischen Touch bekommt. Dann kommen wir mal zu der Frage, was denn Auslöser für eine spirituelle Krise sein können. Das können einmal klassischere existenzielle Krisen sein, wie die allseits bekannte Midlife-Crisis oder auch unterschiedliche größere Lebensveränderungen, wie der Verlust eines geliebten Menschen, eine Krankheit, Trennung oder auch traumatische Erlebnisse. Und sehr intensive spirituelle Praktiken wie Meditation und damit einhergehende tiefgreifende Einsichten oder Erlebnisse. Eine psychische Erkrankung kann eine spirituelle Krise auch verstärken oder hervorrufen, also sowas wie Depression oder Angststörung. Und bewusstseinsverändernde Substanzen können eine spirituelle Krise auslösen, also wenn man durch die Einnahme bestimmter aktivierender Mittel einen schlechten Trip erfährt und da selbst nicht einfach so wieder rauskommt. Wie geht man denn damit um, wenn man sich bewusst gemacht hat, dass man sich gerade in einer spirituellen Krise befindet? Der erste Schritt wird wohl automatisch erstmal die Recherche sein, damit man ein Verständnis davon bekommt, was man da gerade erfährt und dass man einen Kontext versteht, um die eigenen Erlebnisse da irgendwie einordnen zu können. Es kann einem helfen, wenn man sich in einer spirituellen Krise auch professionelle Hilfe holt. Ich weiß noch, ich habe mich selbst zu der Zeit auch bei einer Psychotherapeutin gemeldet, aber sie konnte meine Erfahrungen da gar nicht nachvollziehen und deswegen war das für mich selbst jetzt keine direkte Hilfe. Also es ist hilfreich, wenn die Therapeuten auch irgendwie spirituell orientiert sind oder man wendet sich halt eben direkt an eine spirituelle Beratung. Ein unterstützendes Netzwerk kann auch sehr hilfreich sein in einer spirituellen Krise, wenn man halt irgendwie dazu Zugang hat. Also es gibt ja auch online viele Communities, wo man wenigstens seine Erfahrungen mal austauschen kann und von anderen hört, was sie da so erlebt haben. Also eine verständnisvolle Gemeinschaft kann sehr, sehr hilfreich sein, aber es ist nicht für jeden so leicht umsetzbar. Ich war selbst auch sehr auf mich alleine gestellt, aber selbst einzelne Personen, denen man darüber berichten kann, auch wenn die das nicht komplett nachvollziehen können,
Aber wenigstens darüber zu reden, kann sehr, sehr erleichternd sein. Der wohl wichtigste Punkt ist aber einfach die Selbstfürsorge. Also, dass man wirklich achtsam mit sich selbst umgeht, dass man sich selbst reflektiert, ohne zu kritisch zu sein und dass man sehr, sehr sanft und liebevoll zu sich selbst ist. Affirmationen können da vielleicht auch sehr hilfreich sein. Also sowas wie: Da, wo ich bin, bin ich genau richtig. Ich gehe und finde meinen Weg zur Erfüllung und Selbstverwirklichung. Ich finde meinen Platz im Universum. Oder ich werde göttlich geliebt und umsorgt. Eine spirituelle Krise läuft wirklich je nach Person und im Kontext des eigenen Lebens sehr, sehr individuell und sie kann von wenigen Wochen bis zu mehreren Jahren andauern. Ich weiß noch, bei mir waren das wenige Wochen, wo es wirklich so akut war, aber daran anschließend kam halt der ganze Prozess des spirituellen Erwachens, der auch nochmal seine ganz eigenen Höhen und Tiefen mit sich bringt. Es ist wirklich das Allerwichtigste, für sich selbst zu akzeptieren, dass das genau die richtige Erfahrung für einen gerade ist und dass man geduldig mit sich selbst ist. Denn je sanfter man mit sich selbst ist, desto schneller kann man diese Phase auch überwinden. Falls du selbst auch schon die Erfahrung einer spirituellen Krise gemacht hast oder gerade mittendrin steckst, schreib es mir gerne in die Kommentare und du kannst dir hier einmal meine eigene Geschichte der spirituellen Krise im spirituellen Erwachen anhören.